Hallo, unser heutiges Thema sind Migrations- und Frauenliteratur, und zwar als zwei Arten der sogenannten spezifischen Literatur. Also die allgemeine Literatur ist die Erwachsenenliteratur, die sich meistens mit den Männern beschäftigt und mit der Mehrheit der Deutschen. Nun aber haben wir Frauenliteratur, Kinder-Jugendliteratur und Migrationsliteratur als drei Arten der spezifischen Literatur. Frauen- und Migrationsliteratur sind das Thema heute und Kinder- und Jugendliteratur sind ein getrennter Kurs, im dritten Studienjahr. Migrationsliteratur ist das erste. Also der Begriff selbst ist zum Teil umstritten. Es gibt andere parallele Begriffe, wie zum Beispiel die Bezeichnung deutschsprachige Literatur von Autoren nicht deutscher Herkunft. Dies ist vielleicht präziser, aber länger und daher auch unpraktischer. Also diese Literatur wird auf Deutsch geschrieben, aber die Autoren selbst sind nicht Deutsche. Entweder sind sie selbst Migranten oder auch Kinder von Migranten. Heutzutage gibt es auch die Möglichkeit, dass die Deutschen selbst das Thema Migration in ihren Werken haben. Und daher ist es viel besser, den weiteren Begriff Migrationsliteratur zu verwenden. Da ist der Schwerpunkt auf dem Thema und nicht darauf, wer das Werk geschrieben hat. Was die Herkunft der Autoren betrifft, es gibt auch mehrere Generationen und nach den Generationen gibt es auch verschiedene Bezeichnungen dieser Literatur. Die erste Bezeichnung war Gastarbeiterliteratur oder auch Ausländerliteratur. Diese Bezeichnung wird heute auch als abwertend betrachtet. Dann haben wir Immigrantenliteratur oder auch Migrantenliteratur, aber wie schon gesagt, auch die Kinder von den Migranten können die Werke schreiben, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Oder auch können die Deutschen darüber schreiben. Also meistens wird doch die Migrationsliteratur als die deutschsprachige Literatur von Autoren nicht deutscher Herkunft angesehen. Aber das ist auch in diesem Moment nicht so festgelegt. Vielleicht wird es auch in der Zeit verändern. Also was die Bezeichnung betrifft, die vielleicht die neutraler ist diejenige, die auf die Kulturvielfalt hinweist. Also die Migrationsliteratur gehört zu einem breiteren Rahmen der interkulturellen Literatur. Also die interkulturelle Literatur ist zum Beispiel im englischen und im französischen Sprachbereich die postkoloniale Literatur auch. Also wenn immer sich die Beschreibung zweier Kulturen in einem Werk thematisiert, dann spricht man von der interkulturellen Literatur oder auch von der multikulturellen oder transkulturellen Literatur. Also diese drei Bezeichnungen sind zum Teil nur Synonyme. Die weit verbreitetste und die beste von ihnen ist ganz bestimmt die interkulturelle Literatur. Also was die Vertreter der interkulturellen Literatur oder der Migrationsliteratur in Deutschland betrifft, eine große Mehrheit von ihnen ist aus der Türkei. Wir haben auch die Vertreter aus Italien. Danach sind die Autoren aus Syrien da, ein Autor, aus Rumänien, aus Russland, und aus Japan und zuletzt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Also die Autoren aus diesen Ländern werden heute zum Thema. Also die türkische Minderheit ist in Deutschland relativ zahlreich und deshalb erwähnen wir zuerst die türkischen Autoren. Aras Ören gehört zu der ersten Generation der Migranten und auch zum den Begründer der Migrationsliteratur. Also er hatte eigentlich nur auf Türkisch geschrieben, aber seine Werke wurden ins Deutsche übersetzt und er hat einen großen Einfluss auf die zweite Generation der Autoren. Feridun Zaimoglu wurde ebenfalls in der Türkei geboren, aber gehört zur jüngeren Generation und er schreibt auf Deutsch schon.
Berühmt sind die Werke von ihm, in denen er das Leben der muslimischen Frauen und das Denken von den muslimischen Frauen thematisiert. Also Leila ist ein bekannter Roman von ihm und wir haben auch ein Stück, das er zusammen mit Günther Senkel geschrieben mit dem Titel Schwarze Jungfrauen. In diesem Drama sprechen 10 Frauen aus der muslimischen Gemeinschaft und man sieht, wie sie denkt. Also man sieht diesen brennenden Hass gegenüber dem Westen und man sieht auch die Ursachen dieses Hasses. Dieses Werk ist höchst interessant, weil wir sehen können, dass auch im Hass eine Art des Systems besteht. Also wirklich beeindruckend. Franco Biondi ist, wie der Name schon sagt, aus Italien und er ist auch Psychologe und deshalb haben wir diese innere Perspektive bei ihm und sein Hauptthema ist Bikulturalität. Rafik Shami aus Syrien ist heutzutage einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Autoren. Bei ihm steht es nicht im Vordergrund, dass er aus Syrien ist, beziehungsweise dass er ein Migrant ist. Also er ist unter den deutschen Autoren ein sehr erfolgreicher Autor. Er selbst aber betont seinen Hintergrund, beziehungsweise er schreibt sehr gerne und sehr oft über Damaskus und über Syrien. Er schreibt parallel auf Deutsch und auf Arabisch. Manche seiner Werke werden in beiden Sprachen übersetzt, beziehungsweise wenn er auf Deutsch schreibt, wird das in Arabisch übersetzt. Also für die kleinen Syrier, die nun in Deutschland angekommen sind, ist es sehr wichtig, dass sie die Literatur von ihm auch auf Deutsch und auch auf Arabisch lesen können. Also sehr oft haben wir bei ihm die Elemente der arabischen Literaturgeschichte und des Märchenhaftes. So im Roman Erzähler der Nacht haben wir einen Mann namens Kucha Salim, der gerne erzählt und einer Nacht ist ihm eine Fee im Traum gekommen und hat ihm gesagt, dass er seine Sprechgabe bald verlieren wird, bis er 7 Geschenke von 7 Freunden bekommt. Also wir haben die heilige Zahl 7, das Fantastische, also die Feen. Und nun sammelt er seine Freunde, sagt ihnen, was los war und verstummt. Nun sollten sie das Rätsel lösen. Was sind die Geschenke? Was sollte man eigentlich unternehmen? Die Zeit verläuft und sie wissen gar nicht, wie dem lieben Freund zu helfen. Dann fällt es ihnen ein, weil er ein Erzähler war, dass die Gaben eigentlich 7 Erzählungen sind. Und so haben wir 7 Erzählungen von 7 Freunden, die zum Teil autobiografisch, zum Teil fantastisch sind. Und am Ende wird die Situation gelöst. Also das ist ein Roman über das Erzählen, über das Zuhören und also mit vielen fantastischen Elementen unter dem starken Einfluss der arabischen Kultur und Literatur. Eine Handvoller Sterne ist ein anderer Roman und zwar ein Adoleszenzroman. Und die Hauptfigur ist ja ein Junge aus Damaskus und dank ihm wird die Situation in Damaskus in den Schlüsseljahren aus der inneren Perspektive dargestellt, so dass in den Tagebuchaufzeichnungen wir den Alltag in Damaskus sehen können. Rafik Shami selbst lebte in Damaskus und hier können wir zum Teil autobiografische Elemente finden. Er hatte Damaskus mit einem Stipendium verlassen. Er wollte eigentlich nach Frankreich, aber das Stipendium, das er bekommen hat, unterstützte sein Chemiestudium in Deutschland. Er wurde zum Doktor der Chemie, aber zu der Zeit, er hatte ganz verschiedene Jobs und er unterstützte sich selbst, bis er zu einem freien Schriftsteller geworden ist. Sein richtiger Name ist Suhail Fadel, aber er hatte ein Pseudonym ausgewählt, Rafik Shami.
Rafik heißt Freund. Shami ist ein Name bzw. eine Bezeichnung für die Stadt Damaskus unter den Arabern selbst, so dass Rafik Shami eigentlich der Damaskaner Freund bedeutet. Yoko Tawada wurde in Tokio in Japan geboren und sie schreibt heute zweisprachig, also sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch. Sie schreibt Theaterstücke, Romane und Gedichte und sie benutzt ihre Bilingualität so, dass sie in ihrer Sprache sehr innovativ, spielerisch vorkommt und die eigenen neuen Idiome kreiert. Sie ist gegen den Europozentrismus und in ihrem Schreiben stehen im Vordergrund der Körper und das Denken. Im Werk Opium für Ovid haben wir die Verbindung zweier Traditionen, einerseits der europäischen antiken Literatur und andererseits der Literatur der japanischen Tradition, also Kopfkissen für Frauen gehört zur japanischen Tradition. In dem Roman haben wir sowohl die Politik als Thema als auch die Erotik und die Kritik des sogenannten Europozentrismus. Hertha Müller, die Nobelpreisträgerin aus Rumänien, schreibt meistens Romane mit sehr deprimierenden Themen. Also sie zeigt die Unterdrückung im Rahmen des Ceausescus Systems und sie zeigt die eigenen traumatischen Erinnerungen aus dem Staat. Im Roman Herztier haben wir eine Gruppe von jungen Leuten. Eine Freundin von ihnen, Lola, hat Selbstmord begangen, aber sie wollen das nicht vergessen. Deshalb werden sie zur Zielscheibe verschiedener Attacken des Geheimdienstes und es gibt Verhöre, sie werden bespitzelt und einer von ihnen kann es nicht ertragen, die anderen fliehen aus Rumänien und also sie fühlten sich ganz bedroht und unsicher in dem Staat. Wladimir Kamina kommt aus Moskau, ist inzwischen ein sehr erfolgreicher Autor geworden, also mit Lesungen, mit Sendungen, mit den Werken, die er schreibt. Also er veröffentlichte nach dem Roman Russendisco vieles anderes. Russendisco ist zuerst als eine Reihe von Kurzgeschichten konzipiert. Er machte daraus einen Roman und es wurde bald auch verfilmt. Das ist ein großer Erfolg von ihm. Er verwendete eine lakonische, humorvolle, satirische Schreibweise, die bei dem Publikum gut angekommen ist. Melinda Nagy kommt aus Becei, also sie ist eine Autorin der ungarischen Herkunft, die mit ihrer Familie relativ früh die Vojvodina verlassen hatte. Heutzutage lebt sie in der Schweiz. Und sie hat einen Roman über ihre Kindheit in Serbien, in der Vojvodina geschrieben, der sehr erfolgreich geworden ist, mit dem Titel Tauben fliegen auf. Marisa Bodrožić ist eine kroatische Schriftstellerin, die sich mit den interkulturellen Themen im Roman Kirschholz und alte Gefühle beschäftigt. Dieser Roman hatte den Europäischen Preis bekommen. Er wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, vor allem wegen des Preises. Also wir haben 3 Zeitebenen. Einmal das Leben heute in Frankreich und Berlin. Einmal das Leben früher, also in Sarajevo und in Kroatien. Und wir haben die 3. Ebene, das ist die Ebene der Nazizeit, die ein Freund der Hauptfigur Arietta Filippo vermittelt. In allen diesen Ebenen haben wir die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit dem Erinnern und mit dem Verdrängen. Danko Rabrenović wurde in Zagreb geboren, aber er lebte eine bestimmte Zeit in Belgrad. Heute arbeitet er für den Rundfunk. Er hatte ein Werk geschrieben, der Balkanizer, mit dem Untertitel Ein Jugo in Deutschland. Der Roman ist der einzige, den er geschrieben hatte und man könnte nicht sagen, dass er von großer literarischen Qualität ist,
aber kulturell ist er wichtig, weil er die Einblicke ins Leben der Migranten in Deutschland uns gibt. Und zwar aus einer uns nahen Perspektive. Mit viel Humor, also mit viel Leichtigkeit geschrieben. Sascha Stanisic ist schon ein etablierter Dichter in Deutschland, vor allem dank seinem Roman mit autobiografischen Zügen, wie der Soldat das Grammophon repariert. Hier beschreibt er die Situation in Visegrad und die Konflikte zwischen den Serben und Muslimen. In seiner Familie selbst sind die beiden Kulturen vorhanden, so dass er aus der inneren Perspektive das Leben in Bosnien beschreiben konnte. Er hatte danach auch einen Roman über Ostdeutschland geschrieben, vor dem Fest. Und sein dritter Roman ist auch schon erschienen. Er beschäftigt sich weiterhin mit der interkulturellen Thematik. Und nun haben Sie eine kurze Übung zur Migrantenliteratur. Und unser nächstes Thema ist die Frauenliteratur in Deutschland. Die Frauenliteratur in Deutschland entstand vor allem im Rahmen der neuen Subjektivität und deshalb haben wir die autobiografische Frauenliteratur, in der die Identitätsfrage erforscht wird. In den 70er Jahren nach der Studentenbewegung haben wir das erhöhte gesellschaftliche Engagement der Frauen im Rahmen der Frauenemanzipation und sie versuchten, die eigenen Rechte durchzusetzen. Zu der Zeit wurde die Frauenliteratur sehr populär. Es kam zu einer starken Vermarktung dieser Literatur. Und deshalb ist die Stilfrage sehr offen. Die Frauenliteratur an sich ist nicht homogen. Sie ist auch eine heterogene Gruppe und sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen. Die Frauenliteratur aber könnte man auch im weiteren, im engeren Sinne betrachten. Die Frauenliteratur ist von Frauen, über Frauen, für Frauen geschrieben. Aber was ist mit der Frauenliteratur, die von Frauen geschrieben wird, aber nicht über die Frauen? Also ist das auch Frauenliteratur? Also es ist wirklich sehr fließend. Ich verstehe nicht, warum man alles, was eine Frau geschrieben hat, zur Frauenliteratur gehören sollte. Aber wenn es das Thema an sich Frauen ist, vielleicht könnte man das als eine besondere Gruppe betrachten. Na gut, die Frauenliteratur beschäftigt sich also mit der Identität der Frauen, mit dem Thema der Liebe und der Familie aus der Perspektive der Frau und mit der Gesellschaft. Also bei der Gesellschaft gibt es am wenigsten Berührungen mit der Frauenthematik. Also ab und zu haben wir Frauen als Hauptfiguren, aber nicht immer. Aber die Frauenperspektive ist doch präsent. Also diese Themen gehen von dem Einzelnen, also von der Identität einer Frau, über die Gruppe, in der Frau lebt, also über die Mikrogesellschaft, also Familie. Und dann haben wir die größere Gesellschaft. Also wir gehen hier vom Einzelnen zum Allgemeinen. So beginnen wir mit der Identitätsfrage. Verena Stephan gehört zu den Begründerinnen der Frauenliteratur und sie schreibt über die Frauenemanzipation. Also das Wort Häutungen bezieht sich auf den Loslösungsprozess der modernen Frau, also die Häutungen von all den Formen, in denen sie lebte, von all den Rollen, die sie als Frau übernommen musste und damit sie sich selbst entdeckt, die eigene Identität, wer sie ist, wenn man all die Erwartungen der Gesellschaft, all das, was ihr aufgezwungen wird, also zur Seite schiebt, was bleibt, wer ist sie eigentlich, so dass sie hier die Unterdrückung der Frau unter den verschiedenen Lebens-, Beziehungs-, Sozialformen eigentlich zeigt und ihre Befreiung von ihnen. Dieses Werk besteht aus zahlreichen Elementen der Selbstreflexion, also autobiografischen Aufzeichnungen, Gedichten, Träumen, Analysen, was es zu einem typischen Beispiel der neuen Subjektivität macht.
Was bei ihrem Roman problematisch ist, ist die Tatsache, dass die literarische Form zurücktritt, beziehungsweise die literarische Qualität ist nicht im Vordergrund, sondern das Thema. Jenny Erpenbeck hatte den Roman Geschichte vom alten Kind geschrieben, und zwar aufgrund eines tatsächlichen Vorgangs. Es wurde vor ein paar Jahren in Deutschland ein Mädchen gefunden, man wusste gar nicht, wie es heißt, woher es kommt. Jenny Erpenbeck zeigt uns hier, wie dieses Mädchen sich anpasst, wie ein blinder Spiegel vorfährt. Also es verhält sich so, wie es von ihm erwartet wird, weil es sowieso nicht weiß, wer es ist. Es wird zu einem Material, das von der Umgebung, von der Gesellschaft gebildet wird. Und das ist auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Sie weiß nicht, wer sie ist, und sie passt sich an, damit sie die Erwartungen von anderen erfüllt. Was das Thema der Liebe betrifft, haben wir zuerst Brigitte Schweiger. Wie kommt das Salz ins Meer? Das Ambiente ist gut bürgerlich, also sie lebt in einer Familie, in der es erwartet wird, dass sie natürlich heiratet und Kinder hat. Aber ihre Ehe ist gescheitert und sie weiß nicht mehr, wer sie ist, und wir haben eine Regression des Schlusses, weil sie am Ende zurück zu ihrer Familie, zu ihren Eltern kommt. Also sie hat ihre eigene Identität nicht gefunden. Entweder muss sie verheiratet sein oder das Kind ihrer Eltern, aber sie als Person, als eine selbstständige Frau, findet sich selbst nicht. Dann haben wir eine Liebesgeschichte mit dem Titel Alberta empfängt einen Liebhaber. Im Mittelpunkt ist Alberta, die nun verheiratet ist und mit ihrer Familie in Frankreich lebt. Aber durch 30 Jahre lang, also seit den 60ern, 70ern, begegnet sie immer wieder einem Mann namens Nadan, und sie müssen sich immer wieder trennen, sodass wir in dieser Erzählung die Geschichte einer Liebe haben, die am Ende eigentlich nicht verwirklicht wird. Also mit dem Thema Liebe und Ehe haben wir das Scheitern der Frauen, die Nichterfüllung der Liebe und der Ehe, beziehungsweise wir haben die Sehnsucht nach der Liebe, wenn sie so handeln, wie die Gesellschaft und ihre Familie von ihnen es erwarten. Bei den Familienromanen haben wir einen sehr erfolgreichen Roman, der in der Kritik nicht so hoch geschätzt wird. Das Blütenstaubzimmer von Zoe Jenny. Aber Zoe Jenny hatte einfach den Ton der Zeit getroffen, und das Werk wurde von den Lesern sehr leicht und sehr gerne akzeptiert. Hier zeigt sie die Generationskonflikte aus der Perspektive einer jungen Frau. Sie heißt Jo und sie hört Techno, sie verfällt in Melancholie und sie experimentiert mit Ecstasy. All das als Ausdruck ihres Widerstands, ihres Protestes gegenüber den Eltern. Ihre Eltern sind geschieden und sie hat kein Familiengefühl. In der Familie beziehungsweise zwischen ihr und ihren Eltern besteht Kälte, Distanz, und sie kennen sich eigentlich nicht so gut, so dass hier das familiäre Elend einer Generation gezeigt wird, und eben deshalb würde dieser Roman so gut akzeptiert, weil er zur Bekenntnis einer ganzen Generation geworden ist, die unter den falschen Lebensentwürfen ihrer Eltern leiden. Also ihre Eltern sind die Generation der 60er und sie haben eine Reihe von falschen Entscheidungen getroffen, leben in einer Lebenslüge, und das hat auch Auswirkungen auf ihre Tochter. Im Roman Heimsuchung von Jenny Erpenbeck haben wir eine Reihe von Generationen. Sie gibt uns hier die Geschichte eines Hauses und ihrer Besitzer und Bewohner. Dadurch wird das Haus zum Rahmen von 12 Lebensläufen, Geschichten und Schicksalen, die durch das Haus selbst verbunden werden. Also bei jedem Schicksal verwendet sie eine eigene literarische Form, und dadurch schafft sie ein kollektives literarisches Gedächtnis des ganzen letzten Jahrhunderts und ein Panorama,
Und mit diesen verschiedenen literarischen Formen betont sie die Unterschiedlichkeit der Perspektiven, so dass wir hier ein Mosaik von verschiedenen Schicksalen haben. Julia Frank schreibt einen Roman aufgrund der eigenen Erfahrung beziehungsweise aufgrund eines Vorfalls in ihrer Familie. Also die Person, die hier im Mittelpunkt steht, entstand aufgrund dessen, was sie von ihrer Oma gewusst hat. Also ihr Vater wurde als ein Sechsjähriger von seiner Mutter auf einem Bahnhof verlassen. Das war eine traumatische Erfahrung für ihn, natürlich für ein sechsjähriges Kind. Julia Frank wollte etwas mehr über ihre Großmutter erfahren. Und durch dieses Werk versuchte sie, die Mentalität, die Denkweise und das Leben der Frauen ihrer Generation darzustellen. So haben wir das Leben einer Frau in einer dramatischen Zeit, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aber diese Frau wird auch zum Mittel, die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zeigen, also die Schrecken des Krieges. Und sie umfasst hier ein breites gesellschaftliches Panorama, damit sie die Psychologie ihrer Großmutter beziehungsweise hier der Frau in der Geschichte besser versteht. Sie setzt sich mit den Gefühlen dieser Frau auseinander, damit sie eine innere Perspektive bekommt. Dieses Werk ist an sich sehr interessant, weil wir eine Frau haben, also das ist ein Frauenroman, aber wir haben auch einen historischen Roman, einen gesellschaftlichen Roman und dazu zeigt Julia Frank hier eine sprachliche Meisterschaft, was dieses Werk zu einem wirklichen Kunstwerk macht. Dann haben wir einen sehr erfolgreichen, sehr interessanten und sehr aktuellen Roman von Marlene Haushofer, Die Wand. Hier haben wir eine Frau, die eines Tages feststellt, dass sie ganz alleine ist. Sie befindet sich auf dem Lande in einem Haus und sie erfährt, dass um sie herum eine Glaswand besteht und sie kann nicht durch die Wand. Niemand kann zu ihr kommen und sie bleibt für eine bestimmte Zeit alleine. Sie führt Notizen, sie kommen zu Ende und man kann nicht wissen, was mit ihr und wann passiert ist. Also sie lebt mit Tieren da, unterstützt sich durch Milch und durch Pflanzen, die da sind, also Gemüse, Obst. Sie wird eigentlich zu einer Bäuerin und sie unterstützt sich selbst durch ihre Arbeit. Sie wird immer stärker und sie findet eine Lösung in jeder Situation. Nur einmal begegnet sie einem Menschen, und zwar einem Mann, und da zeigt sich diese Frauenthematik, die Darstellung der Aggressivität der Männer, für die erste Reaktion ist, sofort zu töten, ohne an die Zukunft zu denken und ohne einen Plan zu haben. Dieser Roman ist eigentlich vielschichtig. Wir haben nicht nur die Frauenthematik, sondern auch die Bedrohung der Umwelt durch den Menschen, also wie der Mensch die Natur und die Tierwelt bedroht. Und wir haben auch die Ökologie beziehungsweise das ökologische Thema. Also das ist als ein Albtraum vorgestellt, die totale Isolierung der Ich-Erzählerin. Und in dem Stil erinnern sie an Kafka und Beckett. Also sie kennen Kafka mit seinem surrealistischen Stil und Beckett als seinen Vertreter des absurden Theaters, so dass sie dadurch mit dieser Schreibweise keine eindeutige Interpretation zulässt. Also wirklich lesenswert. Dann haben wir eine Nobelpreisträgerin, wieder mal Elfriede Jelinek, die kritisiert die moderne Gesellschaft, und zwar vor allem als Kommunistin, Marxistin, als eine Klassengesellschaft der Unterdrückung der niedrigen Klassen, also die Reichen unterdrücken die Armen. Dazu merkt sie auch die Unterdrückung der Frauen durch die Männer, so dass sie gegen die Männervorherrschaft ist. Für ihre Schreibweise ist es typisch, dass sie eine ironische Erzählweise verwendet, realistisch erzählt
und dadurch schafft sie eine Distanz zum Thema. Also wo sie als Frau über Frauen schreibt, findet man keine starke Emotionen oder keine Pathetik in ihren Werken, sondern nur die schonungslose Darstellung und die Distanzierung von allem, worüber sie schreibt. Unter ihren Romanen ist besonders der Roman Die Klavierspielerin bekannt, der auch verfilmt wurde. In diesem Roman haben wir autobiografische Züge. Wie im Roman, so lebte auch Jelinek mit ihrer Mutter. Im Unterschied zur Hauptfigur war und ist Jelinek verheiratet und Jelinek studierte auch Theater und Musik. Und die Hauptfigur ist Klavierspielerin, aber eine Lehrerin, weil sie niemals dazu gekommen ist, erfolgreich zu werden, obwohl ihre Mutter so ehrgeizig für sie beide war. Also dieser Roman ist ein psychoanalytischer Roman, denn hier wird die Beziehung zwischen Mutter und Tochter dargestellt, und zwar eine ungesunde, zerstörerische Beziehung. Denn die Tochter hat keine Freiheit in ihrem Leben. Also die beiden sind alleine, die Vaterfigur ist eigentlich abwesend. Und die Mutter verweigert dem Kind all die Vergnügen eines Kindes, beziehungsweise es darf nicht mit anderen Kindern spielen. Es muss üben und ewig üben, damit sie zu einer großen Klavierspielerin wird. Aber im wichtigen Moment hat sie versagt und ihre Karriere ist zerstört und sie kann nur zu einer Lehrerin werden. Weil sie unglücklich ist, also wegen ihrer Karriere und wegen dieser krankhaften Beziehung zu ihrer Mutter, unterdrückt sie selbst ihre Schüler, ist eine unangenehme Lehrerin. Und im Roman wird alles komplizierter, als sie eine Beziehung mit einem von ihren Studenten beginnt. Und da zeigt sich alles in ihrem Leben als Problem. Wegen der Weise, in der sie erzogen wurde, konnte sie nicht eine normale Liebesbeziehung anfangen, so dass sie so eine Voyeurin geworden ist. Sie verletzt sich selbst und sie verbindet Liebe mit Pein, also mit Wehtun, mit dem Verletztsein. Dann haben wir eine Autorin und ihren Roman 6.2. Sie wird als eine Designerin des Schleckerns genannt. Und in diesem Roman zeigt uns sie die unmenschliche Gewalt, also alles, was ein Mensch dem anderen antun kann. Also all die möglichen Arten des Leidzutuns. Wirklich, hier haben wir eine ganz dunkle menschliche Seite. Also wenn Sie sagen würden, dass Mensch tierhaft ist, also bestienhaft, hier in diesem Roman haben Sie die Darstellung dieser bestialischen Seite des Menschen, und zwar in einem ganz kühlen Stil, ganz neutral und distanziert dargestellt, dass man es trotzdem lesen kann. Judith Herrmann hatte 9 Erzählungen unter dem Titel Sommerhaus später zusammengefasst. Also Sommerhaus später ist einer der Erzählungen. Und in all diesen Erzählungen haben wir müde, erschöpfte, einsame Figuren, die von Verlusten bestimmt sind. Die sind passiv geworden, handlungsunfähig, verschlossen. Alles, was in ihrem Leben wichtig war, ist schon passiert, oder sie hoffen, dass es einmal dazu kommen wird. Später. Sie warten darauf, ohne irgendwas zu unternehmen. Diese Sammlung ist sehr gut akzeptiert in den Medien und vom Publikum. Karen Duve war Taxifahrerin für eine bestimmte Zeit, und aufgrund dessen schrieb sie den Roman über Taxifahren, also mit dem Titel Taxi. Im Mittelpunkt ist Alex Herwig als Taxifahrerin, eine Jungfrau, der das Leben nichts schenkt, und deshalb muss sie als Taxifahrerin arbeiten. Sie trifft auch verschiedene Menschen bei ihrem Beruf, auch diejenigen, die ebenfalls nichts vom Leben geschenkt bekommen haben. Und sie erzählt diese verschiedenen Schicksale, also diese verschiedenen Menschen werden vor uns vorgeführt, und sie
erzählt mit Lakonie, Brillanz, ganz unbarmherzig und mit viel Humor, wie das Leben dieser Menschen aussieht. Also es ist ganz erbarmungslos, ehrlich, aber trotzdem sehr interessant, sehr spannend zum Lesen. Damit machen wir Schluss zum Thema Migrationsliteratur und Frauenliteratur. Wir haben auch eine kurze Übung zur Frauenliteratur, also ein Quiz zu Migration und Frauenliteratur. Vielen Dank und auf Wiedersehen.